generate, made of pure silica. Jetzt, wenn ihr euch vorstellt, dass so ein kleines Magnetrongerät Stahl in wenigen Sekunden zerschneiden kann, was kommt dann erst für eine Energie aus diesen riesigen Steinkreisstrukturen heraus, die aus Tonnen von Siliziumsteinen, Quarziten bestehen? In fact, I've been told by several researchers that a magnetron that size would generate more energy than all the power plants on Earth today. Ein Spezialist hat mir gesagt, dass ein einziger solcher Steinkreiser ausreicht, um mehr Energie zur Verfügung zu stellen, als alle Kraftwerke, die auf der Erde aktiv sind. So what we're looking at is a giant energy grid. Was wir hier schauen, ist ein gigantisches Energienetz. And we've measured this. We measured electromagnetic waves, sound frequencies. Und wir haben das gemessen. Wir haben elektromagnetische Frequenzen gemessen, Klangenergien. Just inside, nothing outside, only inside the stone circles and inside Adam's calendar. Und das befindet sich alles nur innerhalb der Steinkreise, außerhalb ist nichts, alles innerhalb, auch bei Adams Kalender, innerhalb der Kreisstruktur. The lowest sound frequency we measured was about 14.5 gigahertz, which is it's just unimaginable. 14,5 Gigahertz war die niedrigste Schalltonfrequenz, die wir dort gemessen haben. Das ist unvorstellbar. And the electromagnetic fields that run horizontally, and therefore you lose reception. You can't get satellite reception in there, and you can't get GPS reception in there. Und diese Frequenzen dort, die laufen horizontal und deswegen verlieren die GPS-Geräte dort drin ihre Funktion. Man kann dort kein GPS, keine Koordinaten mehr messen. Very briefly, I'll have to speed up a bit. What's the time now? No problem. Okay, 20 minutes. 20 minutes. So at Adam's calendar, when you approach it from there's no sound frequencies. It's just ambient noise. Wenn ihr von dort oben rechts euch nähert, dem Adams Kalenderkreis, dann kann man keinerlei Tonfrequenz messen. But as you cross into the circle, there is no circle. It's an imaginary circle. But from here to there, it goes crazy. We measure the sound frequencies beyond 375 gigahertz. Aber innerhalb dieses imaginären Kreises, den man ja kaum noch sieht, das ist ja fast eine zerstörte Struktur, aber da drin haben wir dann diese 375 Gigahertz gemessen. You're not supposed to measure sound in the gigahertz, and yet we're measuring that. Eigentlich kann man das gar nicht messen, weil das gibt es ja gar nicht, aber wir haben es trotzdem gemessen. And then the electromagnetic fields inside, nothing out here. The moment you step over this imaginary line, like from here to there, and you lose reception, satellite reception, and it runs again horizontally at very powerful electromagnetic frequencies into way over around 1700 megahertz, but it's actually been going up. Also eine elektromagnetische Frequenz herrscht in diesem imaginären Kreis, sodass man keinerlei Kontakt mehr zu den Satelliten und zu den GPS-Signalen hat. Und das geht bis auf 1700 Megahertz hinauf. But when you go between the two central stones, see them like two giant vibrating plates. When you go between these two stones, these electromagnetic fields get even stronger, but they're no longer horizontal. Now they run out of the ground into the sky. Wenn man when you go between the two stones. You can do that without danger. Oh yeah. Okay. Oh yeah, I do it all the time. Okay. Also wenn man zwischen diese beiden Kalendersteine geht, dann schießt da nochmal eine Verstärkung dieser Frequenz hoch. Ich habe ihn gerade gefragt, also das ist ungefährlich, er ist da öfter durchgegangen. So these are interlocking. Die gehen senkrecht nach oben. These are interlocking electromagnetic fields, horizontal and vertical fields. What have we got here? Das sind ineinander verwobene elektromagnetische Frequenzfelder. Das eine wie eine Domglocke horizontal und das andere vertikal. Um was handelt es sich hier? I think we got one of these. Das wird wohl ein Vortex sein. And now you got to ask, what the hell is this for? Because we read in the Sumerian texts, and especially in Sitchin's work, that the Anunnaki were digging the gold and they were taking the gold off the ground, off the earth. Und jetzt sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, wozu das gedient hat. Denn in den sumerischen Texten heißt es, dass die Anunnaki das Gold aus der Erde geholt haben. So is it possible that we've got one of these?
Und wie haben Sie es dann in Ihre Raumschiffe befördert? Kann es möglich sein, dass Sie diese Methode genommen haben? Where do you want it? Do you want it over there, on that planet, over there, on that space station? Wo wollt ihr es haben, das Gold? Zum Dematerialisieren auf dem Planeten oder in der Raumstation? Soll es dort hingehen? And I believe we're much closer to understanding what used to go on in ancient times. Ich denke, jetzt sind wir der Realität schon ein bedeutendes Stück näher gekommen, was wirklich in den damaligen Zeiten hier passiert ist. Let's quickly ask, what were the channels? The channels that connect all the star circles together, what were they for? Und wofür dienen jetzt diese ganzen Kanäle, die die Steinkreise verbinden? I believe they were levitation channels, and I hope this works. Und ich denke, das waren Levitationskanäle. I don't know, swiftly, these channels would have been used for levitating and moving things between with absolute ease. It is a spectacular explanation of what probably was going on here. Also wenn ihr in YouTube Quantum Levitation eingebt, dann findet ihr also Informationen, wunderbare Erklärungen dazu, was in diesen Energiepunkten noch mit den Gitternetzen möglich ist, gemacht wurde. What becomes obvious is that the Earth is designed like a giant grid. There are energetic grids around the Earth. It's something like this. This is a Russian energetic grid that describes the Earth as a giant crystal. Und wir sehen hier ein russisches Gitternetz, bezeichnet auch über die Erde, und sie bezeichnen die Erde als einen gigantischen Kristall. And all the ancient sites, including Adam's calendar, the Great Pyramid, and all the ancient sites, seem to be located on these crossing points of these energy lines that create this energy grid around the Earth. Und alle diese antiken Strukturen wie Adams Kalender, die großen Pyramiden, Gizeh oder Stonehenge, scheinen auf diesen Knotenpunkten des Gitternetzes der kristallinen Erde gebaut worden zu sein, um Energien zu verstärken. So, this is one of the Egyptian temples, as you recognize. Das ist einer der ägyptischen Tempel. And what becomes evident is that we're dealing with advanced technology on a gigantic scale. Und was hier langsam klar wird, ist, dass wir es mit gigantischer Hochtechnologie zu tun haben im globalen Rahmen. That obelisk, the tall obelisk over there, they all have very much the same job. And the tip of one of those obelisks is lying over here. Da links im Bild seht ihr einen sehr langen Obelisken, und diese Obelisken haben anscheinend alle eine ähnliche Funktion. Da rechts im Bild, etwas im Schatten, seht ihr die Spitze eines Obelisken auf dem Boden liegen. Das ist die Spitzen. Das ist die Spitze. And I stood on the other side, and my friend stood on this side, and he tapped on this. I had my ear against it, and guess what I found? Also ich stand hinter dieser Spitze, mein Freund hat da vorne drauf Knöchel geschlagen, und ich habe dann mein Ohr reingelegt, und jetzt wartet mal, was ich da gehört habe. It rings like a bell. Es klang wie eine Glocke. And suddenly I realized, oh my God, these giant structures are also machines, and these long pillars are antennae that are either putting energy into the sky or sucking energy back into the ground. Und diese großen Strukturen sind auch nichts anderes als Energiemaschinen, die entweder Energien in den Himmel hinauf bündeln und schießen oder von oben in die Erde hinunterleiten. And you realize that these temples there are too many pillars and not enough space. And we're told that people went there to worship and to offer food and worship this god and that goddess and offer food here. That's all nonsense, because there are too many pillars and just not enough space. Und wenn man sich diese sogenannten Tempel mal näher anschaut, wird man feststellen, dass da wahnsinnig viele Säulen gibt und kaum Platz dazwischen. Aber trotzdem wird behauptet, das seien reine Kult- und Anbetungs- und Opferstätte gewesen. Und höchstwahrscheinlich waren sie technische Anlagen. And you can see all the pillars crammed together. There's more pillars here that broke down, and all these weird things here. Those things up there that have no doors and entrances, and you start going, what's going on here? Und also bezweifelt, dass es sich um Tempelanlagen handelt. Das sind eher technische Anlagen. Man sieht diese Strukturen, diese eng beieinander stehenden Säulen. Dann da hinten, da sind keine Türen oder Eingänge. Wozu hat das gedient?
And what are all these stones made of? Und aus was bestehen all diese Strukturen? Silica. Silizium. Look at this, even the Parthenon. If you look in between the broken stuff, there's the foundation of a far more complex structure that you can see, but it's gone. And there's an entrance, too many pillars there, like in this entrance area, too many pillars. It just doesn't make any sense. Die Akropolis. Wenn ihr da euch den Boden anschaut, darunter ist auch eine sehr komplexe Struktur. Man sieht da, im vorderen Bereich ist der Deckel, das Dach abgetragen und wieder diese vielen Säulen sehr eng beieinander stehend. Und das macht irgendwie keinen Sinn.